Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es passiert wirklich, wir gehen nochmal rein. Wir werden auf meinem Main nochmal versuchen, in der Schattenwelt den Optimist Supreme zu besiegen. Ja, mal gucken, ob wir es heute schaffen werden. Wir sind auf jeden Fall sehr optimistisch. Ich habe eine einigermaßen gute Chance momentan gerade gegen den Optimist. 0,48. Beim letzten Mal haben wir es tatsächlich nicht schaffen können. Wir haben hier eine Eisrune drauf. Ja, das ist okay. Wir haben hier Blitzschaden, deswegen sind wir hier gut equipped. Es ist nicht so unmöglich. 0,48 ist schon eigentlich ganz okay. Also es braucht natürlich immer noch ein gutes Stückchen Glück, dass wir den hier besiegen werden heute. Allerdings ist das eine Prozentchance, wo ich sage, okay, da, also ja, 0,5, da kann man schon mal ein paar Pilze in die Hand nehmen, ja. Und wir werden es heute probieren. Ja, wir haben ja unser neues Equipment am Start. Ne? Die Begleiter sind auch alle eigentlich sehr gut equipped jetzt durch den letzten LD. Wie gesagt, wir haben es kürzlich probiert, haben es leider nicht schaffen können, den Optimist hier zu besiegen. Aber ich hoffe mal, wir kriegen es heute hin. Ja, deswegen nehmen wir ein paar Pilze in die Hand. Ich weiß nicht, wie weit wir heute runtergehen werden. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt nicht unbedingt einen Limit erstellt, sag ich mal, bis wann ich so gehe. Aber ich sag mal, wir haben jetzt 2200. Wenn wir so, weiß ich nicht, so, ja, also mein Worst Case wäre, glaube ich, so, wenn wir auf 1500 runtergehen. Aber das wäre mir dann schon fast zu teuer. Also 1,7 wäre schon so das, wo ich sagen würde, okay, bis dahin sollte der eigentlich liegen, hoffe ich mal, ja, deswegen, aber wir brauchen natürlich auch dementsprechend das Fünkchen Glück. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal rein, wir versuchen ihn mal und wir kämpfen einfach mal ein bisschen, wir entern ihn mal so ein bisschen durch, ja, nach wie vor macht es natürlich gar keinen Sinn, großartig hier in dem Levelbereich die Gegner hier durchzuentern, ja, da sollte man sich lieber die Pilze ansparen, aber einfach fürs Video, ja, dass man hier ein bisschen Spannung hat hier auf dem Main, ist es ja auch wirklich sehr, sehr selten, dass wir mal so ein paar Dungeon-Gegner besiegen können, beziehungsweise überhaupt mal wegklöppeln können, so, weil das halt wirklich, das war ein sehr guter Try gerade, weil es halt wirklich selten mal ist, dass wir, ja, einen Gegner haben, habt ihr das gesehen? 1 Milliarde Leben oder was war das noch? Krass, ich weiß gar nicht, was momentan der beste Try ist. Haben wir irgendwas abgespeichert hier irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ja, ich habe hier noch den alten Raid hier noch drin, den können wir rausnehmen. Ich hab, glaube ich, gar keinen besten Try gegen Optimist Supreme hier drin. Also, ja, nehmen wir das, was wir jetzt hier gerade sehen an besten Tries und das war jetzt gerade auf 1 Milliarde. Ne, der hat natürlich auch 22,35 Milliarden Leben. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, muss man wirklich so sagen. Das ist nicht wenig. Aber wir machen natürlich mittlerweile auch echt gut Schaden. Ne? Das muss man auch mal einfach dazu sagen. Und ja, deswegen gucken wir mal. Wir entern ein bisschen durch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe natürlich auch Spaß daran, Dungeon-Kämpfe zu machen. Ich mache das auf neuen Servern immer ganz gerne so, dass man sich da ein bisschen durchentert, aber ich sage euch, am meisten Spaß macht es natürlich auf dem Main. Eine halbe Milliarde Leben. Alter, das war krass gewesen. Also, holy shit. So wenig Leben. Boah, okay, aber der muss liegen heute, oder? Also wir haben ja jetzt noch nicht so viele Pilze hier rausgehauen. Und der ist jetzt schon zweimal fast down gewesen. Ja, also ich sage euch, also wenn wir noch die 110 Pilze da bis auf 2000 runtergehen, ich glaube bis dahin ist der schon down. In den nächsten 100 Pilzen könnte der gut schon weg sein hier vom Fenster. Aber ich sage euch, wie gesagt, auf dem Main macht es halt wirklich noch immer am meisten Spaß, mal so ein bisschen rein zu pilzen so. Ja, weil man halt einfach so selten diese Möglichkeit hat, ja, neue Dungeon-Gegner zu besiegen und man hängt hier immer nur auf denselben alten so umher. Ne, das ist beim Serverstart natürlich immer ein bisschen was anderes so. Da hat man ja ein Dungeon-Gemetzel, was seinesgleichen sucht, ne? Und auf den alten Servern, auf Accounts, die Stufe 600, 700 sind, kommt das natürlich wirklich
sehr, sehr selten mal vor, dass man mal irgendwie einen Gegner, ja, so tryhard versucht irgendwie zu besiegen, weil es halt auch einfach nicht mehr sehr viel bringt, ne? Bis Stufe 632 kann ich verstehen, dass man da so schnell wie möglich hin möchte, weil man da dann das alles maximiert hat, was so Goldeinkommen eingeht und so. Und ab da fängt es dann richtig hart an, denn dass man schön viel Gold farmen kann, ne? Bis dahin kann man es dann noch irgendwo verstehen, aber danach macht es halt einfach null Sinn mehr, weil ihr halt einfach mit jedem Level mehr an XP verliert, was ihr halt eben bekommt, so durch Quest oder Akademie und so. Und deswegen, ihr habt ja gesehen, das Equipment, was ich gewechselt habe, was 2,5, 3 Jahre alt gewesen ist, das hatte mir jetzt auch nicht die Welt gebracht an Statpunkten und so. Deswegen, wenn man jetzt so mit dem Argument kommt, im Late Game so jetzt weiter zu leveln, zwecks des Equipments, der Total Stats, die dann besser werden, man hat es ja gesehen, es macht nicht wirklich so den cool Fett, es macht nicht so viel aus. Deswegen, da auf jeden Fall dann lieber sich vielleicht ein paar Dungeon-Gegner aufsparen oder so, beziehungsweise die Free-Tries machen, aber viel mehr dann auch nicht. Ne? Die Pilze dafür auszugeben, macht halt wie keinen Sinn großartig. Wie gesagt, wir machen es halt so deswegen, weil ich möchte jeden Gegner, den ich trye, jetzt hier im Late-Game, möchte ich schon ganz gerne mit euch live auf Video festgehalten haben, dass wir den halt, dass wir die besiegen können so, dass wir den Moment hier wirklich live im Video festgehalten haben, weil ich könnte natürlich auch offline, beziehungsweise ohne Aufnahme immer so die Free Tries machen, was ich by the way nie mache, also ich mache gar keine Free Tries hier. Oh mein Gott, 200 Millionen. Was waren das gerade, 200 Millionen? Alter. Ja, der hätte jetzt aber auch schon jetzt an der Stelle liegen können, wirklich, ne? Alter, also, wohl krass. Oh mein Gott. Okay, den müssen wir uns aber mal kurz anschauen. Das ist jetzt einer der besten Tries gewesen, die wir jetzt hier in der Zeit gesehen haben, ja. Wer hat hier den Damage gemacht, ja? Okay, Marquardt haut nicht verkehrt rein. Kunigunde hat auch gut Damage gemacht und wir hauen einen 4,2 Milliarden Crit raus, alter Schwede. 4,2 Milliarden, das schmeckt auf jeden Fall schon, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen größeren Crit-Treffer gelandet habe hier. Also 4,2 Milliarden ist schon echt eine Ansage, ne? Also das ist ja krass. Also das ist wirklich nicht schlecht, Herr Specht. Also ja, naja, wir entern noch mal ein bisschen schneller durch. Ja, wir haben uns jetzt noch mal so einen Try mal so angeschaut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf 1700, ja. Dann haben wir hier mehr als genug Pilze ausgegeben und wenn der dann immer noch nicht liegen sollte, dann müssen wir ihn nochmal irgendwann anders tryen. Ja, dann soll es so sein, dann ist es so, 1,7 ist jetzt meine Grenze. Ja, bis dahin muss er liegen, ansonsten ist mir der wieder zu teuer, muss ich wirklich sagen so, ne? Wir hatten den ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal getried und da viele halt auch nicht. So viel Prozent, so viel Prozent habe ich gerade gesagt, wollte ich gerade sagen, haben wir jetzt ja auch nicht gut gemacht in der Zeit, aber jetzt haben wir ihn tatsächlich doch down. Optimus Supreme liegt, geil, und damit sind wir bei der 8 von 10 in der Monstergrotte. Alter, wie geil, oh, sehr, sehr gut. Und nochmal Feuerschaden, das heißt, wir brauchen die Rune auch nicht wechseln. Wie nice, Alter, wie nice. Sehr, sehr cool, wir haben ihn. Alter, wir haben ihn. Da ist er, den müssen wir uns direkt speichern hier. Alter, und den gucken wir uns natürlich jetzt nochmal ganz genüsslich an. Erstmal machen wir den hier. Zack. Und jetzt haben wir nur noch 3 Gegner vor uns, ja, die, by the way, sehr unwahrscheinlich sind im Moment gerade. Aber, ja, geil, wir haben ihn, ja. Hat jetzt, mit wie viel haben wir angefangen? 2,2, ne? Ja, hat jetzt so 300 Pilze oder was gekostet. Ja, ist jetzt so. Es ist jetzt nicht ganz günstig, aber ist okay. Es ist okay, so. Wir können damit leben, ja. Also dafür haben wir ihn jetzt live im Video
und einen sehr schönen Try hier nochmal an der Stelle. Mal gucken, ob wir jetzt mehr Schaden machen als in dem Crit-Treffer, den wir jetzt davor gehabt haben, oder ob die Kunigunde hier nochmal einen aufspielt und wir gar nicht mehr so viel machen müssen. Okay, wir müssen nochmal knapp 10 Milliarden Leben abziehen. Was kriegen wir hier an Crit-Treffern rein? 2,7, 3,5 und... ja, 2,5. Ja, hat jetzt nicht mit der maximalen Spanne gehittet, wie wir es davor getan haben, mit 4, ja, was weiß ich, wie viel Milliarden das jetzt gewesen ist, so, ne? Aber wir haben ihn und das ist am Ende das, was zählt, ja. Sehr, sehr nice. Optimus Supreme, Stufe 630 mit 22,35 Milliarden Leben haben wir down bekommen. 8,8 Millionen Ausdauer, ja. Also das ist schon echt ein Brocken gewesen, ja. Sehr, sehr geil. Wieder ein bisschen Fortschritt auf dem Main gemacht, ja. Das ist doch cool. Das ist doch sehr, sehr nice. Und schön, dass das nochmal an der Stelle geklappt hat. Freut mich wirklich sehr, ja. Ey, wenn euch das Ganze auch gefallen hat und ja, hier vielleicht ein bisschen mitgefiebert habt, dann lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ja, lasst eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.